So, da hinter mir steht er, der Edition Blue. Wir haben Weihnachtsurlaub und ich habe endlich mal Zeit für das Auto. Ja, eigentlich habe ich da nur ein paar Kleinigkeiten vor, dran zu machen. Und zwar wollten wir da den Lader beschichten, Ventildeckel und die Ansaugbrücke, weil jetzt haben wir hier irgendwie 3 unterschiedliche Farben, was ja überhaupt nicht zusammenpasst. Mehr ist da eigentlich gar nicht geplant. Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit oder so, aber nichts Weltbewegendes, weil irgendwann muss es ja wieder hier in der Firma vorwärts gehen, also bleibt da eigentlich keine Zeit für. Da haben wir ihn nun, den G65 2.0. Jetzt werden wir mal schauen, wie der innen drin aussieht. Ich habe überlegt, ich bin auf alle Fälle 2018 und 2019 damit gefahren, ohne einmal reinzuschauen. Ja, richtig geil, wie neu. Auch hier nirgendwo Kontaktspuren von Verdränger am Gehäuse. Ja, wie gerade schon gesagt, auf den ersten Blick waren hier keine Kontaktspuren zu sehen. Das bestätigt sich auch so. Wir haben hier nur ein bisschen Ölfilm. Einlaufspuren haben wir auch keine. Hier im Gehäuse ebenfalls nicht. Die andere Seite vom Verdränger zur Einlasshälfte hin. Ja, sieht auch tipptopp aus. Was haben wir da? Ja, nur ein bisschen Dreck. Also ich würde sagen, für 2 Saisons hat sich der Lader gut geschlagen. Den Lader haben wir jetzt komplett zerlegt, also die ganzen Lagerwellen raus und so weiter und so fort. Nochmal genau geprüft, genau angeschaut und das Ergebnis hat sich bestätigt. Wir haben keine Beschädigungen, keine Kontaktspuren und ja, für 2 Saisons sieht er wirklich gut aus. Kann ich euch hier mal zeigen. Ja, sieht tipptopp aus. Nach 2 Saisons sieht das gute Stück eigentlich noch wie neu aus. Von außen ist der Lader ja mit dem originalen Fräsbild und den werden wir jetzt für die Pulverbeschichtung vorbereiten. Das Gehäuse haben wir jetzt gestrahlt, einfach um die Oberfläche etwas aufzurauen, damit die Pulverbeschichtung besser haften kann. Ja, im nächsten Schritt wird es noch abgeklebt und dann kommt da Farbe drauf. Wie das Ganze mit Farbe drauf aussieht, also mit der fertigen Pulverbeschichtung, das seht ihr im zweiten Teil der Videoreihe. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Video. Jungs und Mädels, macht's gut, bis dahin. Ciao.